Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I hope you're learning a lot and now you are going to have a much better marriage. Ich hoffe, du lernst viel und wirst jetzt eine viel bessere Ehe führen. And if you're not married, when you will get married, you have a great marriage. Wenn du nicht verheiratet bist, wirst du, wenn du heiratest, eine tolle Ehe führen. And if you never get married, well, you can teach those who are married. Und wenn du nie heiratest, kannst du diejenigen lehren, die verheiratet sind. Yeah, Paul wasn't married and he taught them. Paulus war nicht verheiratet und lehrte sie. Don't have to be married to teach married people, just have to know biblical principles. Du musst nicht verheiratet sein, um verheiratete Menschen zu lehren. Du musst nur die biblischen Prinzipien kennen. Now, look, let's go to verse 6. Lass uns zu Vers 6 gehen. Look at this. Schau mal. I am not giving you a divine command, but my godly advice. Ich gebe euch nicht einen göttlichen Befehl, sondern meinen göttlichen Rat. So everything that Paul was saying here was not, not a divine commandment, Alles, was Paulus hier sagt, ist also kein göttliches Gebot, but it was his advice as a man of God. sondern sein Rat als ein Mann Gottes. Isn't this incredible? Ist das nicht großartig? So Paul is literally saying this is not a commandment, it's what I'm trying to help you with. Paulus sagt buchstäblich, das ist kein Gebot, sondern etwas, womit ich euch helfen will. So what have we done? Was haben wir getan? So many people have taken these previous verses, have enforced them as a commandment, but they've ignored verse 6. So viele Menschen haben die vorangegangenen Verse genommen und sie als Gebot durchgesetzt, aber sie haben Vers 6 ignoriert. So instead of saying, guys, here's a good advice, they've said, here's what the Bible says you have to do. Anstatt zu sagen, Leute, das ist ein guter Rat, haben sie gesagt, die Bibel sagt, dass ihr das tun müsst. Look at verse 7. Schau auf Vers 7. I would wish that all of you could live unmarried just as I do. Ich würde mir wünschen, dass ihr alle unverheiratet leben könntet, so wie ich es tue. Isn't that interesting that people have used this to say that Paul was single? Interessanterweise haben die Leute diese Aussage benutzt, um zu behaupten, dass Paulus ledig war. Basically, every Bible teacher I've ever heard said that Paul was never married. Eigentlich hat jeder Bibellehrer, den ich je gehört habe, gesagt, dass Paulus nie verheiratet war. I don't believe we can say that. Ich glaube nicht, dass wir das sagen können. Reinhard, but Paul says that. Reinhard, aber Paulus sagt das. No, Nein, Paul could have been a widower. Paulus könnte ein Witwer gewesen sein. Paul very well could have been married and his wife died and now he decided not to get married again. Es kann gut sein, dass Paulus verheiratet war, seine Frau starb und er beschloss, nicht wieder zu heiraten. Now, could Paul have never been married? He could, but the Bible does not tell us that. Könnte Paulus nie verheiratet gewesen sein? Das könnte er, aber die Bibel sagt uns das nicht. At the moment he wrote this, he was single. Zu dem Zeitpunkt, als er dies schrieb, war er ledig. Now look, Paul is literally saying he desires that every single Christian would be single. Paulus sagt buchstäblich, dass er sich wünscht, dass jeder einzelne Christ ledig ist. Guys, how Christians have basically made the Bible say anything they wanted it to say. Wie doch die Christen die Bibel praktisch alles sagen lassen, was sie hören wollen. The Bible never said that Christians should be single. Die Bibel sagt nie, dass Christen ledig sein sollten. Paul just said it was his advice, and now he said it's what he would like, not what God demands. Paulus sagt nur, dass es sein Rat sei. Nun sagt er, dass es das ist, was er wünscht, nicht was Gott verlangt. In fact, look what he says. Schau mal, was er sagt. Yet I understand that we are all decidedly different, with each having a special grace for one thing or another. Aber ich verstehe, dass wir alle sehr unterschiedlich sind und jeder eine besondere Gnade für die eine oder andere Sache hat. Look, my friends, Schaut, meine Freunde, how shall I express the grief of my heart? wie soll ich den Kummer meines Herzens ausdrücken? I know so many married people that are miserable in the marriage and they're trying to find a way out. Ich kenne so viele verheiratete Menschen, die in ihrer Ehe unglücklich sind und versuchen, einen Ausweg zu finden. I know so many single people, they are miserable in being single and they're desperate trying to find a spouse. Ich kenne so viele Singles, die unglücklich in ihrem Single-Dasein sind und verzweifelt versuchen, einen Ehepartner zu finden. I can honestly tell you, even since I was a young man,
teaching the people when I was not even married and 19 years old. Ich kann dir ehrlich sagen, dass ich schon als junger Mann die Leute gelehrt habe. Da war ich noch nicht einmal verheiratet und 19 Jahre alt. I was teaching to people. Ich lehrte die Leute, If you are single, stop being desperate to try to find a spouse. Be happy single. wenn du Single bist, hör auf, verzweifelt nach einem Ehepartner zu suchen, sei glücklich als Single. And if you're married, make everything that you can make happen so that you can have a marriage that glorifies God. Wenn du verheiratet bist, dann mach alles, was du tun kannst, damit deine Ehe Gott verherrlicht. I think it is so sad to have desperate singles who are desperately trying to get married. Ich finde es so traurig, dass es verzweifelte Singles gibt, die verzweifelt versuchen zu heiraten. Is it right to be married? Ist es richtig, verheiratet zu sein? Sure, because God himself created marriage. Sicher, denn Gott selbst hat die Ehe geschaffen. But in my understanding from the Bible, it is not right to be desperately seeking a spouse. And I'll tell you why I think it's not right. Aber nach meinem biblischen Verständnis ist es nicht richtig, verzweifelt nach einem Ehepartner zu suchen. Ich sage dir, warum ich das für falsch halte. Because you're missing a wonderful season of your life. Weil du eine wunderbare Zeit deines Lebens verpasst. Instead of saying, Lord, I'm single, I'm free to serve you, you are my lover, you are my closest friend. Anstatt zu sagen, Herr, ich bin Single, ich bin frei, dir zu dienen, du bist mein Geliebter, du bist mein engster Freund. You're wasting time, energy and prayer by not being happy in the state that you are. Stattdessen verschwendest du Zeit, Energie und Gebete, weil du in deinem jetzigen Zustand nicht glücklich bist. So Paul is saying, if you are single, understand that this is a season of grace in your life. Paulus sagt also, wenn du Single bist, erkenne, dass dies eine Zeit der Gnade in deinem Leben ist. So enjoy it, live up every moment, be free to serve Jesus. Also genieße sie, genieße jeden Augenblick und sei frei, Jesus zu dienen. Isn't it funny that the taller want to be shorter, the shorter taller, the fatter skinnier, the skinnier fatter, the dark skinned want to be light skinned, the light skinned want to be dark skinned. What's wrong with this world? Ist es nicht komisch, dass die Größeren kleiner, die Kleineren größer, die Dicken dünner, die Dünneren dicker, die Dunkelhäutigen hellhäutig, die Hellhäutigen dunkelhäutig sein wollen? Was läuft falsch in dieser Welt? Like, say, Jesus, thank you for the state that I live in. I'm going to make the best out of it. Sag, Jesus, ich danke dir für diesen Stand, in dem ich lebe. Ich werde das Beste daraus machen. Live by the goodness of God. Lebe nach der Güte Gottes. See you tomorrow. Bis morgen.